Nach 2 erlebnisreichen Seetagen erreichen wir am Morgen Puerto Chacabuco, das inmitten der Fjordlandschaft Westpatagoniens in Südchile liegt und einen geschützten Naturhafen bietet. Nachdem uns ein Tenderboot in die kleine Hafenstadt gebracht hat, lassen wir uns per Taxi in das von hohen Bergzügen bestimmte Landesinnere transportieren. Unser Ziel sind die Granitschluchten des Rio Simpson mit dem gleichnamigen Naturreservat, wo wir eine Wanderung entlang eines naturnahen Uferpfades unternehmen werden. Der Hafen von Puerto Chacabuco liegt in der chilenischen Region Aysén am Ende des gleichnamigen Fjordes. Etwa 1500 Einwohner leben in den kleinen Städtchen inmitten der wilden Naturlandschaft Patagoniens, von der wir uns sogleich einen ersten Eindruck verschaffen wollen. Bald tauchen die typischen Granitformationen auf, durch die sich der Rio Simpson seinen Weg bahnen muss und die man am besten durch einen Besuch des nach dem Fluss benannten Naturreservats kennenlernt. Ein perfekt erschlossener Uferpfad gibt uns hier die Möglichkeit, die weitgehend unberührte Natur intensiv kennenzulernen. Nahe des Umkehrpunkts bietet der Wanderweg mit dem Wasserfall Cascada de la Virgen einen gebührenden Höhepunkt. Danach verabschieden wir uns von dem sehenswerten Reservat und treten den Rückweg durch die wild zerklüftete Landschaft an. Im Puerto Aysén gilt es noch, die längste Hängebrücke Chiles im Golden Gate Kleinformat zu besichtigen, bevor es wieder zurück zum Schiff geht. Gegen Abend verlassen wir den Hafen von Puerto Chacabuco und folgen zunächst dem Verlauf des Aysén-Fjordes in östlicher Richtung. Später wenden wir uns in einem größeren Sprung nach Norden, verbleiben aber dabei ständig innerhalb der von zahlreichen Inseln und Bergen gesäumten, geschützten Fjorde. Das vielversprechende Ziel für die Unternehmungen des nächsten Tages ist der schöne Naturhafen von Puerto Montt in der nicht ohne Grund de los Lagos genannten Region. Die 170.000 Einwohner zählende Hafenstadt ist Ausgangspunkt für einen Ausflug mit einem kleinen Van in die durch zahlreiche Seen und aktive Vulkane charakterisierte Landschaft im Süden Chiles. Ein längerer Aufenthalt ist zunächst bei den Petrohue-Wasserfällen vor der markanten Kulisse des Osorno-Vulkans vorgesehen. Danach unternehmen wir auf dem wunderbaren Todos los Santos See eine ausgedehnte Bootstour.
Auf dem Rückweg folgen wir dem Südufer des Llanquihue-Sees und besuchen noch die sehenswerte Stadt Puerto Varas, bevor es wieder zurück nach Puerto Montt geht. Schnell haben wir an Bord des Schiffes eine kleine deutsch-holländische Gruppe gebildet, um die vielversprechende Region unter kompetenter lokaler Führung kennenzulernen. Hallo, guten Morgen, ich bin Christian und werde heute eure Reiseleiter werden. Und unser Fahrer ist Arturo. Im Gegensatz zum Hinterland ist Puerto Montt trotz des durchaus gefälligen Stadtbildes nicht unser erstrangiges Ziel, sodass wir uns mit einem kleinen Überblick von einem Hügel aus zufrieden geben. Danach verlassen wir die städtische Umgebung und genießen die Fahrt durch die gut ausgebauten, von üppigem Grün gesäumten Landstraßen. Bald haben wir das Ufer des Lago Llanquihue erreicht, der mit 877 Quadratkilometern der zweitgrößte See Chiles ist und nahezu die doppelte Fläche des Bodensees aufweist. Vom Ufer aus eröffnet sich auch ein erster Blick auf den über 2600 Meter hohen Vulkan Osorno, dem wir im Laufe des Tages noch öfter begegnen werden. Landleben pur offenbart sich entlang der gesamten Uferlinie. Wir setzen unsere Fahrt in Richtung des immer mächtiger erscheinenden Osornos fort und erreichen bald das Gebiet des ausgedehnten Vicente Pérez Rosales Nationalparks. Direkt zu Füßen des eindrucksvollen Vulkans liegen die Wasserfälle und Stromschnellen des Flusses Petrohue. Ein gut gepflegtes Wegenetz ermöglicht den Zugang zu dem sehenswerten Naturschauspiel. Durch die zu Füßen des Vulkans aufgehäufte Basaltlava hat sich der glasklare Petrohue-Fluss tosend seinen Weg gebahnt. Unbedingt lohnend ist auch ein Spaziergang durch das üppige Ufergrün, der zu den weiter flussabwärts gelegenen Stromschnellen führt. Im Hintergrund zu erkennen ist der hochaktive Vulkan Calbuco, der erst 2015 heftig ausbrach. Ein abschließender Blick auf den Vulkan stimmt uns ein auf die Fortsetzung der Fahrt, bei der wir dem Verlauf des Flusses weiter stromaufwärts folgen. An manchen Stellen musste die vom Vulkan hinterlassene Basaltlava mit schwerem Gerät beiseite geräumt werden. Schließlich erreichen wir den Todos los Santos See, der für eine entspannte Bootsfahrt wie geschaffen ist.
Am Wendepunkt der Tour drehen wir in Richtung der Ostseite des Sees ab und folgen gemächlich der reich gegliederten Uferlinie. Ähnlich wie bei den kanadischen Seen erhält der Todos los Santos See seine auffällig türkisblaue Wasserfärbung durch die von den Gletschern abgetragenen mineralischen Schwebeteilchen im Wasser. Nach der Rückkehr zur Anlegestelle gilt es noch, die ebenfalls im Nationalparksgebiet gelegene Laguna Verde zu besichtigen, für deren spektakuläre Grünfärbung im Wasser befindliche Mikroalgen verantwortlich sind. Auch hier bleibt der Blick auf den Vulkan im Hintergrund stets gegenwärtig. Auf der anschließenden Rückfahrt sorgen vor allem unsere holländischen Freunde für Stimmung. Ein Tag voor iedereen, geniet van het leven, laat de zon in je hart. Bester Laune erreichen wir somit Puerto Varas, das völlig zu Recht auch Stadt der Blumen genannt wird. Abschließend blicken wir nochmals über den Llanquihue-See mit den beiden markanten Vulkanen Cabulco und Osorno, die uns während der gesamten Tour begleitet haben.